Hallo und herzlich willkommen bei 163 Grad. Diese Perspektive kennt ihr schon. Das ist mein Fisker Ocean in der Motorworld in München. Und wenn ihr genau hinschaut, haben wir ein Überführungskennzeichen dran. Und heute ist der große Tag. Ich hole den Fisker Ocean ab und wir fahren nach Hamburg. Der erste Roadtrip steht an. Über 700 Kilometer, mindestens ein Ladestopp. Wir gucken, was er verbraucht. Wir gucken, wie schnell er lädt. Und ihr seid quasi fast live dabei. Also, auf geht's. Wir fangen an mit der Übergabe meines Fisker Ocean. Kommt mit! So, und hier am Tisch passiert die Übergabe des Fisker Ocean. Den ersten Part haben wir eben schon gemacht. Das blenden wir euch ein. Wir sind einmal ins Auto gegangen mit einem iPad in der Hand und haben festgestellt, ob irgendwelche Fehler sind, ob es überhaupt der Wagen ist, den ich bestellt habe. Ja, VIN-Nummer ist 1608. Ist mein Auto. Alles, was ich dazu bestellt habe, wie Fußmatten und Zubehör, ist dabei. Winterreifen habe ich nicht bestellt, das ist so komplett und deshalb habe ich unterschrieben und damit ist der erste Schritt erledigt. Jetzt kommt der eigentlich spannende Schritt. Oliver, vielen Dank schon mal. Also hier haben wir erst einmal das Kuvert mit dem Welcome Kit. Das darfst du gerne mal aufmachen. So sieht's aus. Darin befindet sich eine kleine Anleitung, wie die ganze Lade-App herunterzuladen ist. Das war eine Frage von euch, wie das mit dem Laden funktioniert. A Clean Future for All. Und hier drin ist... Dann klappt man einmal auf. Klappt man auf, toll gemacht. Die Fisker Flex Ladekarte. Da habt ihr eine Kooperation mit... Das Ganze ist powered by DevPower, aber das ist unser hauseigener, kann man so sagen, Charging Service. Das heißt, ich habe jetzt eine Fisker Ladekarte. Genau. Das mal hier drauf. So, das ist meine Fisker Ladekarte mit dem Design von dem Blaster. Richtig. Mit dieser Ladekarte kann man dann einfach an allen Ladestationen, an den gängigen, sage ich mal, per Tab eben laden, also dass man sie einmal hinhält und dementsprechend sich autorisiert oder halt jetzt auch, und das ist der nächste Step, nämlich einmal den QR-Code mit der Kamera einfach von dem iPhone scannen. Ja. Dann kommt man zu der... Hier ist ein QR-Code drauf, den scanne ich jetzt mit meiner Kamera ab. So. Dann müsste er hoffentlich reagieren. Jetzt ja, genau. devpower.com. Dann leitet er sie weiter zum App Store. Und hier ist sie. So, und das ist die Fisker Flex Charge. Das heißt, es gibt zwei Apps von Fisker. Genau, richtig. Die eine ist fürs Auto und die andere ist fürs Laden. Genau, die ist rein fürs Laden. Die perspektivisch vielleicht irgendwann mal eine? Ja. Gut, okay. So, muss ich bestätigen, mache ich, lade ich runter. Fisker Flex App. Genau. Zugang zu Ladepunkten. Genau. Einloggen. Richtig. Das ist dann nur eine kleine Webportal-Weiterleitung, aber das geht dann wieder zurück. Mhm. Genau. So, da haben wir ja schon vergeben. Zack, melde ich mich an, eingeloggt. Und jetzt bin ich in der App drin. Das kommt gleich. Hat das jetzt nicht gewollt? Na, Anfangsschwierigkeiten. Nochmal einloggen. Das hätte er jetzt eigentlich probieren müssen. Ja, ist so. Zumindest habe ich ja die Karte, mit der ich laden kann. Anmelden. Wir machen das hier alles live. Und ich mache es zum ersten Mal. Ja, here we go. Here we go. Fisker Nutzungsbedingungen. Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen? Ja. Teilen Sie die Diagnose und Nutzungsdaten? Muss man nicht, kann man. Ich mache das mal. Ich unterstütze euch da gerne. Intelligente Empfehlungen. Erlauben Sie den Zugriff auf Ihren Standort um die nächstgelegene Ladestation. Genau. Hier geht es darum, wenn man jetzt dann in der App gleich drin ist, auch in der Kartenfunktion, die man hat, dass man halt den Standortzugriff erlaubt, damit man sofort sehen kann, okay, welche Ladepunkte sind denn gerade um mich rum. Und das bekommt man dann nicht nur auf der Karte visuell, sondern auch in der Liste gleich vorgeschlagen. Erlaube ich auch. Darf Fisker deinen Standort verwenden? Beim Verwenden der App erlaubt. Macht Sinn. Benachrichtigung einschalten? Ja, mache ich jetzt wichtig. Mal sehen, was er mir dann... Also wir schicken da jetzt keine großen Promotionals, sondern wirklich nur der Ladevorgang ist beendet. Und Fisker Ocean One, Ihr Fahrzeug wurde hinzugefügt. Das ist schon vorausgewählt von uns. Sieht noch nicht ganz so aus, wie er tatsächlich aussieht. Das ist wäre schön, wenn er noch so wäre, wie man ihn auch bestellen würde. Aber egal. So, verbinden Sie Ihren Kalender. Das muss man nicht. Das muss man nicht. Da geht es darum, dass man einen verbindenden Kalender, dass man weiß, also wenn jetzt im Kalender schon eine Location hinterlegt ist, dann kann man sich Empfehlungen geben lassen gleich. Ich habe heute einen Termin in Hamburg, XY Adresse. Auf dieser Adresse kann ich mir dann eben Empfehlungen geben. So, jetzt muss ich die Ladekarte angeben und das ist mit Sicherheit das, was hier drauf steht. Genau, korrekt. Der Token steht einmal auf der Rückseite von der Karte und der ist halt wichtig oder muss eingegeben werden, weil bei jedem Ladeservice braucht man einen Token, um eben laden zu dürfen. Hat der auch Plug and Charge, dass man sich irgendwo mit verbinden kann? Plug and Charge ist auf unserer Roadmap, ist auch vom Fahrzeug her, sage ich mal, hardwaretechnisch alles dort da. Noch nicht drauf. Aber genau, das kommt über OTA. Ja. Ladekarte besteht.
Genau. Das heißt, jetzt ist diese Ladekarte in meiner App drin. Und Richtig. ich kann mit der App laden oder mit der Ladekarte. Genau. Und hier kommt schon. Wählen Sie Ihr Abonnement. Abonnements decken die Kosten ab. 1 Jahr kostenloses Laden im Allego Abonnementpaket. Exklusiv für neue Fisker Ocean Besitzer, kostenloses Laden an über 27.000 geeigneten Ladepunkten am Allego-Netzwerk. Die kostenlose Ladezeit beginnt, nachdem man das gemacht hat. Fortsetzen. Genau. Das will ich haben. Dann kommen hier die Allego-Nutzungsbedingungen, Ja, auch die muss ich ja auch, müsste ich Allego-Datenschutzbestimmungen. mir theoretisch angucken. Und dann habe ich ein 12-Monats-Abonnement, das automatisch endet. Richtig. Ich kann kostenlos laden. Richtig. Fortsetzen. Super. Genau. Dann ist man hier drin, jetzt in den Einstellungen, wo man die Abonnements auch verwalten kann. Okay. Und dann gibt es jetzt hier auch schon gleich die tolle Funktion, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schnellfilter machen will, dann klicke ich einfach hier drauf, dann filtert er mir sofort nach allen Ladepunkten, die wo bei Allego DC. inkludiert sind. Ach so, alles klar. Alle Ladepunkte von Ach Allego so, in der das Nähe. ist ja ein Prozentzeichen, also wie ein Rabattzeichen. Genau, das ist heißt quasi also, der Discount, das ist für die Discount. Subscription. Okay, er zeigt Das ist mir so also an, wo kann ich hier, und da steht 0 Cent pro Kilowattstunde. 0 Euro. Also 0 Euro. Genau, und dann kann man das auch wieder deaktivieren. Dann sieht man einfach Super. jegliche Ladepunkte und es gibt dann auch verschiedenste Funktionen. Da müssen wir jetzt Filter vielleicht nach nicht alle im Detail Geschwindigkeit und so durchgehen. weiter. Toll. Genau. Super. Das heißt, wir haben das Ladeerlebnis scharf geschaltet. Richtig. Das heißt, das kommt jetzt hier ins Portemonnaie. Genau. Wichtig ist noch eins zu berücksichtigen in der Ja. App, aber das müsste dann eigentlich auch noch vorpoppen, dass man auch noch eine Bezahlmethode hinterlegt. Ja. Das ist immer hier bei, Einstellungen wahrscheinlich. genau. Und dann haben wir hier noch die Zahlungsmethode. Auf Das Rechnung. ist jetzt steht da aktuell auf Rechnung, weil es Gut. B2B. Alles klar. Prima. Gut. Super. So, und ich habe jetzt bekommen zwischenzeitlich ein Paket Ocean One. Da gehört der Schlüssel rein. Und das sind die Ocean One Schlüsselanhänger für die ersten 5000 Fahrzeuge. Und ich habe einen Schein, wenn es auch nur eine Kurzzeitkennzeichnung ist, einen Brief und ein COC-Papier. Das ist das, worauf wir heute ganz toll aufpassen müssen. Perfekt. Super. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Auto. Würde ich auch sagen. Oder? Klasse. Wir gehen zum Auto. So, und jetzt seht ihr hier neben mir den Benedikt und den kennt ihr schon, denn vor einigen Tagen hast du mir mein Fisker Ocean erklärt. Korrekt. Zusammen mit Hendrik Fisker und ich finde, das hast du toll gemacht. Vielen Dank. Dankeschön fürs Kompliment. Und heute bringst du das zu Ende, was du angefangen hast. Wir machen die Übergabe des Autos. Genau. Jetzt habe ich festgestellt, es gibt ja 2 Apps von Fisker. Die eine ist die Lade-App, das haben wir eben gerade gemacht. Die zweite ist die Fisker-App, die viele von euch ja auch schon seit langer, langer Zeit runtergeladen haben und wo man immer reinluschert, was macht denn mein Fisker? Ja, wie ist denn der Übergabeprozess so? Und da ist etwas aufgefallen, das ist ja alles Premiere und live. Bei mir steht auf dem Display Update Required. Er muss sich einmal updaten. Das tue ich jetzt und das liegt wahrscheinlich daran, dass er jetzt weiß, dass ich einen Fisker habe. Genau, so soll es ganz Oder? funktionieren. Wir haben ja mit der Unterschrift im iPad das Ganze scharf geschaltet. Fisker über mobile Lade mache ich. Der aktualisiert sich jetzt und dann sind wir mal gespannt. Und dann gehen wir gleich ins Auto und koppeln das Handy mit dem Auto. Und dann ist das mein Fisker. Und vielleicht haben wir dann ja auch schon eine Nummer. Denn als ich neulich da war, stand 0 von 5000. Da bin ich mal gespannt. So, wir aktualisieren. Wird geladen. Bestelldetails. So, jetzt sagt mir bitte, Tag der Abholung, Verkauf abschließen, Start. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben nun alle Aufgaben abgeschlossen. Start Ownership Journey. Und das mache ich jetzt. Genau. Pair your vehicle. Einmal gern draufklicken. Jawohl. So, das heißt, ich bin bereit zum Koppeln. Wir Genau. brauchen jetzt einen QR-Code im Auto. Das heißt, wir gehen jetzt ins Auto. So, jetzt haben wir alles zusammen. Wir haben einen Schlüssel. Ich habe ein Smartphone, das sagt, ich bin bereit zum Koppeln. Und wir haben das Display vom Fisker Ocean. Willkommen in Ihrem Fisker Ocean mit dem Paket One. 05000, da kriegen wir gleich noch irgendeine Nummer. kommen noch, das genau. werden wir gleich sehen. Richten Sie Ihren Fisker Ocean ein. Start. Ich denke, das ist selbsterklärend, oder? Man kann Oder muss ich Sprache mit dem Handy noch entweder, irgendwas machen? genau, entweder Sprache einmal noch Das auswählen ist ja oder Deutsch. dann okay, auf Start drücken. Also Genau. auf Start drücken. Dann kommt wahrscheinlich Henrik. Genau. Hi, I'm Henrik Fisker. Gibt's nochmal. Thank you for joining us in our shared vision of a clean future for all. And with you now sitting behind the wheel of your Fisker Ocean, you are part of that vision. Sit back and relax and get ready for the drive of your life. I'll see you on the road. Thank you. Das ist doch nett. Und Ocean, das Logo vom Prototypen noch weiter. So,
Mit dem Fahren des Fahrzeugs erkläre ich mich mit der Erfassung, Verarbeitung von Daten. Das wird man wohl akzeptieren müssen, weil sonst wird es nicht gehen, oder? Das Connected stimmt. Car und Standortfunktion. Ich stimme der Erfassung, Verarbeitung zu, die sich auf Connected Car feature. Genau, das kann ich gar nicht anklicken. Ich jetzt mal schon vorakzeptiert. Dann Okay. ist wahrscheinlich durch das Weiter wird Wir machen bestätigt. Weiter. Genau. Setup abgeschlossen. Fertigstellen. So, jetzt Gut. sind wir zumindest schon einmal verbunden. Und Ich bin einmal, bereit zum genau, Koppeln. Müsste ja, wenn, unter Profile. genau. Und da sollte eigentlich der QR-Code sichtbar sein. Darf ich mal schauen? Da zeigt er Tippen Sie nur. auf der Schaltfläche bearbeiten. Die Einstellungen des Fahrerprofils werden in der Cloud gespeichert und eine Kopplung wiederhergestellt. Genau. So, und so ist es dann. Und so ehrlich sind wir auch in diesem Video. Das Verbinden mit dem Handy hat noch nicht geklappt. Sowohl das Handy hat sich ein Software-Update geholt, wie auch das Auto hat sich, bevor es hier hingestellt wurde, auch ein Software-Update geholt. Irgendwas noch ein Bug drin. Das klären wir noch. Der Wagen fährt ja. Ich habe einen Schlüssel, ich kann laden, ich kann alles machen. Wir haben ja schon so ein bisschen mit der Navi rumgespielt. Und insofern läuft alles. Jetzt machen wir den letzten Akt. Und zwar drehe ich mal den Bildschirm. Dann kommt man da besser ran. Und das heißt, ich mache jetzt die Schutzfolie vom Display ab. Und das ist quasi was für ein Gefühl. den Mülleimer. Der letzte Akt. So, hier ist auch noch eine drauf. Genau. Und ich glaube, ist hier unten noch eine drauf? Nee. Das ist keine Sorge. Gut. So, und jetzt habe ich auch das echte Touchgefühl. Das hatten wir ja besprochen, dass da noch so ein Widerstand war. Und jetzt ist das echte. Mal gucken, bis er sich hochkant eingenordet hat hier. Ja, jetzt habe ich eine glatte Oberfläche und eine ganz andere Touchgeschichte. Musik machen wir auch noch. Spotify müssen wir es noch verbinden. Also es gibt hier jede Menge Arbeit. Ich habe schon mir bei der Navi so ein paar Sachen angeguckt. Das zeigen wir euch gleich im Video. Und jetzt, wie gesagt, es ist ein ganz, ganz früher Stand. Das ist Das es. ist eines der ersten Autos in Deutschland. Absolut. Es geht jetzt los. Ende der Woche kommt eine größere Welle, die Ja. ausliefert. Und dann geht Schlag auf Schlag. Das heißt, die zweite Monatshälfte ist Fisker Ocean Time. Ja. Da kommen die Autos und dann kommen auch mehr Berichte und dann kommt auch noch ein Update und so weiter. Mit Sicherheit, da bin ich mal gespannt. Da wird einiges noch kommen. Ja? So ist es. So. Benedikt, Gut. ganz, Wunderbar. ganz herzlichen Dank für Vielen Dank, alles. sage ich auch. Und ja, auf geht's. Ich wünsche eine super gute Heimfahrt. Ja, danke dir. Danke. So, jetzt kann es gleich losgehen mit dem Fisker Ocean. Was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, wir sind jetzt aus der Motorworld raus und sind mal ein bisschen in Ruhe hier eingetaucht. Als erstes habe ich mein Telefon verbunden. Das heißt, ich kann also hier telefonieren. Hier sind, will das jetzt hier nicht so zeigen, hier sind die entsprechenden Kontakte synchronisiert. Ich habe auch Spotify schon verbunden mit meinem Account, dass ich hier entsprechend meine Sachen hören kann. Und ich habe in der Navigation schon meinen Arbeitsort angelegt im alten Dorf, die Adresse von meiner Firma. Und da drücke ich jetzt einfach drauf und dann geht es los. Und wir zeigen euch das mal live, wie das dann funktioniert. Da ist noch ein bisschen Arbeit zu tun, das haben wir beide eben schon so ein bisschen festgestellt. Man kann in der Einstellung, ja, so, los. Er sagt mir jetzt also eine Route an. Wenn ich auf Routen drücke, dann zeigt er mir die auch an. So möchte er gerne fahren. Er möchte also die Ostroute nehmen, nicht durch die Kasseler Berge, sondern über Magdeburg und dann hier Hannover die Route. Er plant 2 Ladestops. Wir haben im Moment 86% State of Charge. Er plant einen Ladestopp an einer Schnellladesäule und noch an einer Aral Puls. Immer hier mit 21% State of Charge und damit 10% State of Charge. Wir werden uns daran nicht halten, sondern wir machen das so, wie wir das für richtig halten, sagen aber erstmal los. Witzigerweise kann man hier bei den noch Einstellungen kann man noch sagen, was man will. Man kann zum Beispiel sagen, Ziel um 0:43 Uhr. Jawohl, danke, er macht nochmal eine gute Ansage. Kommen wir auch gleich zu. Er zeigt mir so ein bisschen an, was ich hier machen kann. Visualisierung, Planen und Reisen. Da kann man zum Beispiel sagen, ob man irgendwelche Sachen vermeiden will. Was hier leider nicht drin ist,
ist, dass man in irgendeiner Form sagen kann, welche Ladestationsanbieter, also Ionity oder ähnliches, was ja auch charmant wäre, wenn man Allego rausfiltern könnte, weil man ja Allego Free Charging hat. Aber wie gesagt, das sind Dinge, die wahrscheinlich noch kommen. Was man aber schon machen kann, das finde ich ganz gut. Man kann hier hinterlegen, mit welchem Ladestand man beim Zwischencharger ankommen will und mit welchem Ladestand man am Zielort ankommen will. Ich habe jetzt beides auf 10% gesetzt. Zu Hause brauche ich nicht so viel, weil ich da eine Ladestation habe. Töne und Alarme, das heißt, hier kann man Aufheben der Stummschaltung, also wenn in Navi-Ansagen kommen. Und was ist das hier? Fahrzeugeinstellung. Da kann man sagen, für welche Ladebuchsen, achso, ich habe jetzt eine Route geplant, dann mache ich die Route nochmal weg. So, Route abbrechen, dann kann man das hier sehen. Das ist das gleiche Menü, Fahrzeugeinstellung. Da kann man nochmal sagen, für welche Ladegeräteadapter er planen soll. Und da kommen natürlich nur die beiden in Frage, weil er das hat. Ist zwar alles ganz lustig, ist ja eine TomTom-Software, dass man hier noch 1000 andere Sachen angeben kann, aber ich habe ja nur Typ 2 Mennekes und Typ 2 Kombi. So, und jetzt sagen wir also arbeiten und los geht's und fahren eine Runde los. So, die ersten Meter im Fisker Ocean und zeige euch nochmal das Display. Also erstens, das Fahrzeug erkennt rote Ampeln. Da seht ihr eine rote Ampel und da oben ist sie. Die hat er schon erkannt. Also die Kameratechnologie, das funktioniert schon alles. Ich bremse. Man sieht hier auf meinem kleinen Ocean auch die Bremslichter. Wenn ich jetzt blinken würde, was ich mal mache, dann seht ihr auch, dass ich da blinke. Also das ist alles mit viel Liebe gemacht. Was noch nicht ganz passt, ist die Navi. Er erzählt mir was davon, dass wir, Moment, das ist jetzt weiter unten. Ich soll jetzt gleich abbiegen. Das machen wir mal. Hätte ich hier abbiegen müssen. 300 Meter. 300 Meter. Okay. Er erzählt nämlich eins, dass wir in 7 Stunden in Hamburg sind. Und das kann so nicht ganz hinhauen. Er sagt mir, wie die Fahrzeit ist. Er sagt mir, wie die Ladezeit ist. Nach 230 Metern biegen Sie rechts ab Richtung Nürnberg. Und er sagt mir auf die dann, Autobahn. danke, und er sagt mir dann am Ende die Addition nicht. Das heißt, er erzählt mir nur die 7 Stunden Fahrzeit. Was er weglässt bei der Ankunftszeit, ist die Ladezeit. Wir sind nämlich nicht in 7 Stunden da, sondern wir müssen mindestens 1 Stunde irgendwo laden. Das heißt, wir sind in 8 Stunden, 8,5, 9 Stunden da. So, jetzt könnt ihr es sehen. Also wir sollen 770 Kilometer in 7 Stunden 15 fahren und kommen um 0:46 Uhr mit 9% an. Und da fehlen die Ladepausen da oben, schwöre ich euch, Stein und Bein drauf. Was auch noch schade ist, dass man hier nicht weiter scrollen kann. Dazu muss man dann eine andere Einstellung wählen. Also da ist noch ein bisschen, wenn man von Tesla kommt, die wirklich 10 Jahre Software geschrieben haben, dann ist da noch ein Weg zu gehen. Und ich bin mir sicher, dass Fisker den geht. So, und jetzt genießen wir das erstmal. Ich fahre im Earth-Modus, das ist sozusagen der Energiesparmodus. Hier kann ich den umstellen auf Fun. Also Fun ist der Modus, wo du schon Spaß hast, und Hyper hast du die volle Leistung. Hier ist Stau, brauchen wir alles nicht. Also auf Earth, dann haben wir die größtmögliche Reichweite. Und ich bin wirklich super gespannt. Was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, wo ich sehen kann, was ich verbraucht habe. Auch das. Also es gibt hier noch jede Menge zu gucken und es bleibt spannend. Aber jetzt genießen wir erstmal die ersten Meter im Fisker Ocean One. Und was wir auch schon rausgefunden haben, kaum um die Ecke, das Fahrzeug zeigt mir im Moment keine Verkehrslage an. Ihr kennt das von Google Maps, denn das Fahrzeug hat mich jetzt mitten in den Stau geschickt. Ich kriege keine Information, dass sich irgendwas verzögert. Ich kriege auch keine Info, dass ich in einem Stau bin oder dass hier irgendwas rot wäre oder ähnliches wie von Google Maps. Ist alles schön. Auch das ist noch etwas, was hier fehlt. Also wie gesagt, wir sind ganz am Anfang. Ich schätze mal, dass zu dem Zeitpunkt, an dem ich dieses Video mit euch drehe, in Deutschland vielleicht keine 10 von diesen Fahrzeugen unterwegs sind und es sind 20 Fahrzeuge, die in den USA fahren. Und jetzt kommen die ersten Fahrzeuge in Kundenhand und insofern wird es jede Menge Rückmeldungen geben. Das System kommt von TomTom. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie wissen, wo Staus sind, und dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Wir fahren die ganze Zeit im Earth-Modus, also im Eco-Modus. Im Moment gerade 100, weil wir uns hier unterhalten. Ich drücke mal 2 weiter auf Hyper und man merkt, wie der so am Gas hängt. Und wir geben mal Gas und sind zack weg.
Und tschüss. So, und der geht, kann ich euch sagen, ich habe es vorhin schon ausprobiert. 205 steht in den Papieren, 211 habe ich bergab schon gesehen. Problem ist, da vorne ist Verkehr. Die 200 hat er locker. Und der Witz ist, wenn du bei 200 aufs Pedal drückst, da geht der noch. Der schiebt noch. Also der ist elektronisch abgeriegelt. Der wird noch schneller werden, wenn du ihn lassen würdest. Aber wir haben, wie gesagt, 210, 211 bergab stand auf dem Display. Und wenn du bei 195 drauf drückst, dann passiert noch was. Also irre. Und dabei liegt der wie ein Gedicht. Der liegt echt gut auf der Straße. Und das macht wirklich Spaß, ihn zu fahren. Schöne, knackige Lenkung. Also das Fahrwerk haben sie echt gut abgestimmt. Hut ab. So, jetzt holen wir uns erstmal einen Kaffee auf den Schreck. Oder, Leo? Richtig so. Gut, Kaffee. Wenn wir hier fahren, haben wir schon so ein paar Sachen ausprobiert. Wir sind langsam gefahren, wir sind schnell gefahren, wir haben mal Vollgas gegeben. 211 hatten wir auf dem Tacho. Das alles wollen wir probieren. Und das ist natürlich alles vielleicht nicht so praxisgerecht, um einen tollen Verbrauch hinzukriegen. Der Wagen hat ja leider keine Verbrauchsanzeige. Das heißt, wir tappen so ein bisschen im Dunkeln, was wir hier machen. Und deshalb machen wir mal Folgendes mit euch. Das ist der Kilometerzähler von dem Auto. 195 Kilometer steht er jetzt. Und wenn ich auf Laden drücke, dann sehe ich den Batteriestand 57% State of Charge. Wir machen gleich Folgendes. Wir halten einmal fest, wenn der Wagen auf dem Tacho 200 gefahrene Kilometer hat und notieren oder filmen für euch dann den Batterieladestand. Und dann fahren wir auf der Autobahn so 120, 130, so wie man halt so fährt, die nächsten 100 Kilometer, bis der Wagen dann 300 Kilometer hat. Da haben wir genau 100 Kilometer und machen dann nochmal eine Aufnahme vom Ladestand. Und dann können wir uns das hochrechnen. Der Wagen hat eine Akkukapazität von 113 Kilowattstunden brutto und 106 netto. Das heißt, wir rechnen dann mit 106. So, und wir nähern uns der 300 Kilometer Marke. Und ich zeige euch noch mal etwas anderes hier auf dem Display. Ich zeige euch mal, wie langsam das ist. Ich tippe mal einfach auf diesen Kilometerstand. Jetzt könnt ihr sehen, 21, 22, 23. Das dauert 4 Sekunden, bis der Kilometerstand eingeblendet wird. Das ist echt zu langsam, lieber Fisker. Das muss schneller sein und das ist so indiskutabel. Also ich kann nicht, wenn ich irgendwie einen Knopf drücke, 4 Sekunden warten teilweise, bis die Antwort kommt oder bis das weitergeht, wenn ich da auf Play drücke. Das gleiche mit der Navi-Anzeige. Woran ich mich auch langsam gewöhnt habe, ist diese Anzeige von dem Spurhalteassistenten. Ich blink mal nicht, dann merkt ihr das, wenn ich jetzt hier rausziehe, piep, piep, dann kommt hier so eine Spurwarnung. Das liegt daran, weil der Fisker Intelligent Pilot noch nicht fertig ist. Und normalerweise würde der jetzt eingreifen. Und weil er nicht fertig ist und da nichts eingreifen kann, wird mir hier eingeblendet, dass das System nicht funktioniert. Das ist, also wenn ich es noch nicht fertig habe, dann schaltet bitte auch die Warnung ab. Ihr könnt mich nicht warnen für einem System, was ihr noch nicht fertig habt, finde ich. Und das stört ein bisschen. Irgendwann in den nächsten paar Monaten ist es ja fertig. Im Herbst soll das Update kommen, vielleicht auch schon früher zum Intelligent Pilot. Und dann kann man auch eine Warnung geben, wenn das System tatsächlich nicht funktioniert. Aber wenn ihr es selber abschaltet, dann brauche ich hier auch keine Warnung zu sehen. So, es ist spannend. Leo holt gleich den Rechner raus. Wir sind jetzt bei 298 gefahrene Kilometern. Da schon wieder. Bep, bep. Ja, so. Drück mal ein bisschen auf die Tube. Ich bin die ganze Zeit so, sagen wir mal, 120, 130 gefahren mit dem Tempomaten. Irgendwo dazwischen ist es relativ flüssiger Verkehr. Wir hatten keinen Stau. Ich musste nirgendwo anhalten. Konnte so 110, 120, 130. Irgendwo dazwischen bin ich gefahren. 300 Kilometer und ich drücke mal hier drauf. Und wir haben 32% State of Charge. So, lieber, wir sind eben gestartet bei 56%, sind dann 100 Kilometer gefahren und bei 32% angekommen, State of Charge. Bedeutet eine Differenz von 24%, das gerechnet auf den 106 Kilowattstunden großen Akku bedeutet, dass wir hier einen Verbrauch von so rund 24 Kilowattstunden pro 100 Kilometer haben. Das wieder hochgerechnet auf den Gesamtakkukapazität bedeutet, wir kriegen hier so um die, lass mich kurz gucken, 441 Kilometer hin. Was sagst du? Ja, gut. Also ich sage realistische Reichweite 440 Kilometer bei Autobahntempo 120, 130, 140. Irgendwo so dazwischen als Dauertempo. Finde ich in Ordnung. Natürlich legt man jetzt die 700 Kilometer an. Ja, WLTP, das ist ja bei allen so ein bisschen das Problem, dass das so ein bisschen, ja, ich sag mal, Prospekt ist und dass man da was abziehen muss. Man kann vielleicht noch was rausholen. Das haben wir jetzt noch nicht so ausprobiert, aber ich sag mal, realistische Reichweite, so normal mit dem Tempomat auf der Autobahn hindödeln,
440 Kilometer. Ist schon gut. Ist schon okay. Ja. Ja, also klar, du hast 24 Kilowattstunden, ist schon eine Menge. Weil der Wagen eben, der ist sicherlich aerodynamisch toll, aber der Fokus liegt auf Fahrspaß und Fahrverhalten. Und trotzdem finde ich es in Ordnung. Ja. Also, ich weiß nicht, du fährst ein Tesla Model Y. Wie würdest du das so sehen? Ja, ich hab so Allwetterreifen drauf, deswegen ist es nicht ganz repräsentativ, aber ich komme schon so unter die 20 bei gleichen Geschwindigkeiten an Verbrauch. Also deutlich effizienter. Ja, kann man schon sagen. Okay, dafür würde ich mal sagen, ist hier so Straßenlage, das ganze Fahrverhalten, das ist, das ist eine ganz andere Hausnummer. Ja, nun wollte ich hier schon raus. Der Audi hinter mir, den hält es nicht mehr oder BMW oder was das ist. Ich habe vorher Tesla Model 3 Performance gehabt. Realistisch kam ich im Sommerurlaub mit Kind, Kegel und auch so diesem Tempo ungefähr bis Kassel. Das sind so Hamburg-Kassel 320, 330 Kilometer. Danach musste ich laden, da hatte ich 10% Restakku so ungefähr drin. Und ja, jetzt komme ich halt weiter. Ne? Ich sag mal vielleicht 70, 80 Kilometer. Vielleicht auch 100, wenn es optimal ist, komme ich weiter mit dem größeren Akku und habe ein größeres Auto. Ja, also von daher ist es okay. Ja. Jo, also. Was man hier ganz schön sieht, finde ich, ist mal hier das PV-Dach. Jetzt, wo hier die Sonne so ein bisschen durchscheint. Leider haben wir ja aktuell keine Anzeige, wo man irgendwie rauslesen könnte, was hier wirklich realistisch runterkommt. Ja. Das ist auch noch so ein Ding, wo dran gearbeitet werden könnte, weil ich finde, wenn man schon sowas hier mit hat, dann will man auch wissen, was kommt runter. Ne? Das ist auf jeden Fall. Hier fehlt noch einiges so an der Software, muss ich ehrlich sagen. Das werden wir euch am Ende des Videos mal zusammenschneiden. Wir haben uns hier nebenbei Notizen gemacht und haben ein bisschen aufgeschrieben, so die Punkte, die uns auffallen. Das ist alles kein Weltuntergang, aber es sind eben Dinge, die quasi noch fehlen. Das Auto kann Updates over the air, das ist also kein Problem, dass man das dann reinbringt und ich denke mal, das wird auch dann passieren. So, angekommen am Hypercharger von EnBW. Nicht, dass ich für diese Marke irgendeine Präferenz hätte, aber sie haben etwas, was ich ganz toll finde. Man kann nämlich die Ladekurve hier darstellen auf der Säule und das wollen wir ja sehen. Ich werde das jetzt nicht mit der Fisker Ladekarte machen, weil da muss ich erst noch eine Zahlungsart installieren. Ich habe mir eine andere mitgenommen, von der ich weiß, dass sie läuft. Mit der werden wir jetzt hier laden. Und hier vorne ist der Ladeanschluss. Und jetzt nehme ich mir mal, sind die beide gleich, HPC. So, Start. Achso, wir machen jetzt hier mit Ladekarte laden. Wir prüfen Ihre Karte. Prüfung erfolgreich. Wunderbar. CCS 150 kW. Das passt nicht ganz hier, weil wir 150 kW, 300. Ich muss umparken. Ja, aber steht an der Säule, ne? Ja, stehen 300 kW. Also das wäre jetzt tödlich, weil da steht auch ein 300 kW Charger. Aber wir müssen es machen. Wir müssen laden. CCS 1. Wir können ja mal gucken, was überhaupt geht. Denn so viel weiter kommen wir ja nicht mehr. Also hinein. Mal gucken, hier ist eine kleine LED, die blinkt. Klack, klack. Sind wir mal gespannt. 170 habe ich jetzt bei 13% State of Charge. Manchmal haben die ihren Peak dann so, manchmal auch bei 20 oder bei 30% State of Charge. Das ist sehr unterschiedlich. Und bevor wieder die Kommentare kommen, ja, ich habe den falschen Ladestecker genommen. Ich hätte an dieser Säule den rechten nehmen müssen und nicht den linken. Aber schauen wir uns mal um. Wir sind hier ganz alleine mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ladesäulen mit je 2 Ladepunkten, Hypercharger, CCS, also keine Panik, wenn irgendjemand kommt, wo der Schuh drückt oder plötzlich hier 80 Elektroautos um die Ecke kommen, dann stecke ich gerne um. Aber ist so, wenn man moderiert, dann versammelt man sich und dann nimmst du halt auch mal den falschen Stecker. Also, wollen wir noch mal gucken, wo er jetzt ist? Ich drücke noch mal drauf. Ladevorgang aktiv. Ladevorgang aktiv. 172. Okay. Boah, stabil. Aber keine 200. Wir sind jetzt bei 18%. Wir werden sehen. Vielleicht hat er irgendwo noch mal die 200. Wir vertreten uns die Beine. Bis gleich. So, und jetzt ist es soweit. Zum allerersten Mal filmt und zeigt euch jemand die Ladekurve vom Fisker Ocean. Fisker verspricht im Prospekt in den technischen Daten 33 Minuten und 6 Sekunden.
super exakt. Und das wird sein von 10 auf 80%. Steht nicht dazu, aber normal ist es immer 10 auf 80%. Wir gucken auf die Ladesäule und wir sind bei 79% in 34 Minuten. Gleich springt er auf 80% und dann schalte ich hier oben auf die Kurve. Also ich sag mal, der Fisker hat für mich jetzt schon geliefert, ob es dann 33 Minuten sind oder 34 oder 35, da 80%, 34 Minuten, 33 Minuten und 6 Sekunden war die Herstellerangabe und er lädt bei 80% State of Charge immer noch fast 90 Kilowatt. Er hat richtig gut durchgezogen. Wir haben in 34 Minuten, wo steht's, 76 Kilowattstunden eingeladen. Der Wagen hatte nach 10 Minuten war der schon auf über 40% State of Charge. So, jetzt zeige ich euch die Ladekurve. Der ist also bei etwas um die 175. Sehr, sehr lange geblieben, bis 40% ungefähr. Und dann kriegt er so treppchenweise runter und ist jetzt bei 80% immer noch bei einer Leistung von, was haben wir denn? Lademonitor 90 kW Ladeleistung. Also für mich top, hat echt abgeliefert. Oder? Was sagt ihr? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Zum allerersten Mal stellt jemand einen Fisker Ocean an die Ladesäule und bam, der liefert gleich ab. Wir laden noch ein bisschen, denn wir haben noch 420 Kilometer bis nach Hamburg, etwas mehr. Und wir haben ja vorhin ausgerechnet, wenn wir 100% hätten, würde das genau hinkommen, dann wären wir mit 0 in Hamburg. Ist nicht so, wir laden ja nur bis 80, 85, 90%. Also müssen wir vor Hamburg noch einen ganz Mini-Ladestopp machen von vielleicht 5 Minuten oder 10 Minuten. Und da haben wir noch eine Überraschung für euch, denn da wollen wir auch noch was ausprobieren. Und zum Abschluss haben wir noch eine Überraschung für euch. Wir sind am Tesla Supercharger. Die sind ja freigegeben für Fremdmarken. Ich habe das aktiviert. Und jetzt kommt die große Frage, ob der Fisker auch am Tesla Supercharger lädt. Ich weiß, wir stehen jetzt auf der falschen Seite, belegen 2 Stalls, nämlich diesen und den anderen, weil die Teslas die Ladebuchse an der anderen Seite haben. Ist so, aber hier ist nichts los. Wir behindern keinen und haben genug Platz. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob es losgeht. Da oben steht die Ladeleistung. Jetzt gucke ich mal hier auf Laden. Da müsste es ja stehen. 170 kW, das ist ja das, was wir eben an der Ladesäule auch hatten. Und er zieht durch und ich kann mein Auto auch am Tesla Supercharger aufladen, auch wenn ich die Freikilometer, die ich noch hatte, dafür nicht verwenden kann. Das war es soweit mit unserem Roadtrip. Das letzte Stück Hamburg machen wir ohne Kamera und dann fasse ich euch einmal zusammen, was wir heute alles erlebt haben, Leo und ich. Und hier ist er, der Fisker Ocean bei mir in meinem Office in Seevetal-Flehstedt am Stadtrand von Hamburg. Auto ist schon zugelassen, die Autonummer habe ich hier in der Hand und am Ende zeige ich euch das Nummernschild, das das Auto bekommen hat. Ist was zum Schmunzeln, wie ich finde, und hatte Glück, dass das frei war. Ja, der Roadtrip, nochmal kurz zusammengefasst. Der Wagen, Sitzposition, Sitze, Innenausstattung, Verarbeitungsqualität, das ist alles wirklich top. Du sitzt da gut drin oder ich sitze da gut drin und alle anderen um mich herum, die da drin schon gesessen haben, waren auch super glücklich damit. Das passt alles, die ganze Verarbeitungsqualität, wie sich das anfühlt, wie das funktioniert, das ist 1A. Habe ich aber auch von Magna nicht anders erwartet, weil die können es halt, haben schon eine sehr jahrelange Expertise und bauen auch die Mercedes G-Klasse, habe ich euch ja in einem Video schon mal gesagt. Fahrverhalten von dem Auto, das habe ich in dem Video mit Henrik Fisker ja besprochen oder er hat es mir erklärt und genauso ist es auch. Das Auto fährt ganz fantastisch auf der Straße. Also das Handling und wie es auf der Straße sitzt sozusagen, hockt irre. Und auch auf der Autobahn, auch bei höheren Geschwindigkeiten kannst du da Gas geben, fühlst dich echt sicher drin. Und der liegt wie ein Brett, muss man wirklich sagen. Dabei ist er echt komfortabel. Wir haben hier um die Ecke so eine Hoppelstrecke. Da teste ich das immer, wie die Autos fahren. Der liegt gut, der ist nicht zu weich und er ist super präzise. Also das Fahren gefällt mir 1A, muss ich ehrlich sagen. Und da sehe ich auch einen deutlichen Unterschied zum Wettbewerb, weil das ist die Aufgabe vom Fisker, fahren, auf der Straße liegen. Und das haben sie wirklich, wirklich toll gemacht. Was bei der Übergabe nicht ganz so geklappt hat, war der ganze Software-Schnickschnack. Also zum einen gibt es ja eine Fisker-App für Smartphone, die sich dann mit dem Handy verbindet. Das hat bei mir bis heute noch nicht geklappt. Da gibt es irgendeinen Fehler in meinem Fisker-Kundenkonto, der das verhindert. Das wird gerade geklärt. Grundsätzlich funktioniert es so, der Wagen wird abgenommen, übergeben. Das macht ihr auf dem iPad, da unterschreibt ihr.
Dann wird ein Kennzeichen gesetzt nach dem Motto, Kunde hat das Auto abgenommen und dann erscheint in dem Auto so ein Barcode auf dem Display, den kann man mit dem Handy abfotografieren und dann ist die Verbindung da und der zeigt diesen Barcode nicht. Er ist zwar in meinem Kundenkonto drin, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Daran wird gearbeitet, es wird sich in den nächsten Tagen klären. Dann kriegt er auch die Nummer, der wievielte von 5000 er dann ist. Ist dann so. Ja, das hat mich ein bisschen genervt bei der Übergabe, weil wir das mehrfach probiert haben. Am Ende ging es nicht. Dann habe ich irgendwann gesagt, so, wir fahren jetzt einfach, denn er fährt ja. Und das andere müssen wir hinterher lösen. Was auch ein bisschen nervig ist, ist die Software. Die ist ja noch nicht komplett. Da ist einiges, was noch fehlt. In Ordnung, das wussten wir vorher. Was hier aber der Fall ist, ist, dass es auch ein bisschen langsam funktioniert. Habt ihr im Video gesehen, merkt man bei der Navigationsansage, da wird die Musik runtergeregelt. Da dauert das 2, 3, 4 Sekunden, bis die Navi-Stimme endlich sagt, was los ist. Du sitzt da, die Musik wird leiser und denkst du, was ist jetzt los? Und dann erst kommt die Stimme, die sagt, da hinten rechts. Also das sind alles so Sachen, da ist noch Arbeit dran. Das nächste Software-Update kommt, glaube ich, irgendwann in den nächsten Tagen. Und dann geht das Stück für Stück. Ich komme mir gerade so ein bisschen zurückversetzt vor, wie mit meinem Tesla 2018. Wo es da auch einige Kinken gab. Und auch im letzten Jahr habe ich bei Tesla mit dem Software-Update auch schon brutale Sachen erlebt. Aber trotzdem ist da noch ein weiter Weg zu gehen, um da zu sein, wo der Markt heute ist. Und das weiß Fisker auch und daran arbeiten sie. Wir sind hier sehr, sehr früh mit diesem Fahrzeug dran. Ja, Verbrauch. Das Auto bekommt, so ist es in der Bedienungsanleitung auch schon zu sehen, bekommt eine Verbrauchsanzeige. In der Bedienungsanleitung, die man schon runterladen kann, sind diese ganzen Grafiken schon drin. Auch diesen Tripmeter bekommt es. Ich weiß nicht, warum das in diesem Softwarestand noch nicht drin ist. Daher mussten wir den Verbrauch ja schätzen. Wir haben 24 Kilowattstunden so grob ausgerechnet auf 100 Kilometer bei Autobahntempo 120 bis 140. Irgendwo dazwischen mit der Tendenz eher zu 140. Das ist viel, aber ich habe es auch nicht anders erwartet, denn schaut euch das Auto von vorne an. Man muss sich auch daran gewöhnen, wieder ein paar Fliegen wegzumachen, was man beim Tesla nicht musste. Das ist schon so ein bisschen ein Statement, was man da durch den Wind schiebt und das wirst du auf der Autobahn nicht unter 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometern bewegen können. Ist so. Gibt aber auch, ist auch in guter Gesellschaft. Es gibt viele andere Autos, die auch über 20 auf der Autobahn liegen, wenn sie SUVs sind. Laden, damit war ich sehr zufrieden. 200 kW gibt Fisker an, 174 oder was, habt ihr im Video gesehen, haben wir als Peak gekriegt und die Ladekurve geht schön durch. Der hat bis über 40, fast 50% lädt der mit 170 kW und dann geht das so langsam runter. Und ist absolut praxisgerecht. Eine halbe Stunde von 10 auf 80. Die erste Viertelstunde merkst du meist nicht, weil du dann sowieso dir einen Kaffee holst oder zur Toilette gehst oder wie auch immer. Und die zweite Viertelstunde ist dann die, wo du auf die Uhr guckst. Und alles, was dann länger ist als noch eine Viertelstunde, also insgesamt eine halbe, das nervt dann. Und insofern bin ich da völlig zufrieden mit der Performance, die er kann. Wir werden jetzt als nächstes das Community-Treffen in Hilden machen. Das findet also statt am Sonnabend, also einen Tag, nachdem dieses Video veröffentlicht wird, um 12 Uhr mittags im Seat and Greet Ladepark in Hilden und am Sonntag 18 Uhr in der Maltfeldstraße hier bei mir oben an der Autobahnabfahrt Marmsdorf. Die beiden Treffen finden statt und dann könnt ihr euch den Wagen angucken und wir können uns über das Auto austauschen. So, und jetzt, großes Geheimnis, ich mache die Nummer dran. Und ich lasse das mal so kommentarlos stehen und ich bin auf eure Kommentare zu dieser Autonummer gespannt. Einen Hinweis gebe ich schon mal, meine Firma sitzt nicht in Hamburg, sondern in Seevetal, Landkreis Harburg, Winsen-Luhe. Die Höchststrafe für einen Hamburger Jungen mit WL rumzufahren, das wird hier übersetzt in Hamburg mit wilder Landwirt oder wir lernen. Aber so ist es nun mal und insofern beginnt meine Autonummer mit WL. Und dann ist es natürlich klar, welche Nummer es ist, oder? Also, ich bin Oliver, wir sehen uns im nächsten Video und viel Spaß. Ich freue mich auf eure Kommentare.